Empathie ist mehr als nur Mitgefühl. Sie ist letztlich auch eine Brücke zur Hoffnung und zur Stärke, die wir brauchen, um mit Herausforderungen unseres Lebens auch umzugehen und vor allem auch, um zu einem guten Miteinander beizutragen. Ich bin Theresa, Head of Empathy und bin außerdem Mama von einem süßen 3-jährigen Sohn. Das Schöne an Empathie ist, dass es zunächst mal eine ganz grundlegend menschliche Fähigkeit ist. Jede und jeder von uns bringt das normalerweise mit. Aber wenn ich empathisch mit anderen sein will, muss ich bereit sein, mich selbst wahrzunehmen. Das heißt, ich muss verstehen, was sind meine Emotionen und woher kommen die, was sind meine Bedürfnisse, die dahinter liegen. Wir, wenn ich wir sage, manchmal Mann und ich, waren schon relativ früh auch mit dem Thema Tod konfrontiert und die mit einschneidendsten Erlebnisse waren, dass wir gerne ein Kind wollten und recht kurz hintereinander hatte ich dann 2 Fehlgeburten und das war natürlich was mich nochmal sehr stark geprägt hat. Das Schwierigste war, das zu akzeptieren, also zu akzeptieren, dass auch an dieser Stelle das Leben nicht immer geradeaus geht. Was mir aber geholfen hat, ist, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel mich mit Coaching und persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt habe. Und dann auch zu realisieren, dass das, was uns letztlich ausmacht, das grundlegend Menschliche ist, nämlich, dass wir alle danach streben, zufrieden zu sein. Und es gibt dementsprechend auch Kraft, Dinge mit voranzutreiben. Wir haben es in den letzten 3, 4 Jahren mit so vielen Krisen zu tun, dass die Menschen natürlich auf ganz Existenzielles zurückgeworfen sind. Das heißt, dass ich erst mal anfange, wieder an mich zu denken. Und das führt natürlich sehr schnell zum Schwarz-Weiß-Denken, ja. Mein Antrieb war es tatsächlich schon immer so ein bisschen, meine Position zu finden, wo ich einen Beitrag leisten kann für ein besseres Miteinander. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass so ein bisschen das Wesen von uns Menschen mich total fasziniert. Das heißt, was treibt uns an, was sind unsere Barrieren? Dann habe ich mit meiner Geschäftsführerin telefoniert und wir haben eben auch gemerkt, dass es gerade so viele Themen gibt, denen wir gerne mehr Raum geben würden. Und dann haben wir relativ kurzerhand beschlossen, wir gründen eine eigene Abteilung, September Empathy, weil wir der Überzeugung sind, dass Empathie eine grundlegende Fähigkeit ist, die zu einem guten Miteinander beitragen kann. Und die durfte ich aufbauen und es liegt mir sehr am Herzen, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass wir fair und auch tolerant miteinander umgehen. Angefangen haben wir mit dem Thema Alltagsrassismus, wir haben das Thema Hate Speech beforscht. Das heißt, wir führen Interviews, Gruppendiskussionen mit Menschen, die davon betroffen sind. Was bewirkt es bei ihnen? Diese Studien dienen aber dazu, wirklich gesellschaftliche Themen zu beleuchten und damit dann nach draußen zu gehen und Menschen wirklich Aha-Momente zu verschaffen. Das heißt, ich gehe in Podcasts, ich halte Vorträge, ich mache Workshops, um zu mehr Empathie beizutragen. Als ganz konkreten Tipp für dich, wenn es um die Interaktion mit anderen geht, hör aktiv zu, also sei bei der anderen Person, sei nicht schon irgendwie im nächsten Gespräch oder beim Handy, stell aktive Rückfragen und vor allem ertappe dich vielleicht auch manchmal dabei, wie Vorurteile hochkommen, wenn du eine neue Person kennenlernst und leg die erstmal beiseite und lass wirklich zu, die Person zu sehen. Ich wünsche mir von der Gesellschaft Mut zur Offenheit, verschiedenste Blickwinkel einzunehmen und dann auch zu realisieren, dass uns ganz viel eigentlich eint.